O ihr Gläubigen, der Fall eines Menschen, größte Gefahr bei einem Menschen, das den Menschen zum Fall bringt, ist sein Anspruch, sein Verlangen nach Anerkennung. Und jeder Mensch verlangt nach Anerkennung. Eigentlich jedes Wesen verlangt nach Anerkennung. Jedes Ding verlangt nach Anerkennung. Was bedeutet das, Haji Abdurrazak? Du weißt alles, du hast so viele Bücher gelesen. Oder hast du ein zu wenig gelesen, dass du das noch nicht weißt? Egal wie viel du liest, eins weniger hast du gelesen, ganz bestimmt. Eins fehlt dir immer. Was fehlt dir immer, dieses eine Buch? Abdurrazak Efendi, das ist das sprechende Buch. Das Schweigende, die ganzen schweigenden Bücher bringen nichts. Du brauchst ein sprechendes Buch. Das fehlt dir in deiner Bibliothek. Jedes Ding in der Existenz, verlangt nach Anerkennung. Was denkt ihr, wonach das Gold unter der Erde, unter so viel Gesteinen begraben und versteckt, verschollen, verlangt? Denkt ihr, der Mensch mit seiner Gier sucht nach diesem Gold, oder das ist der Ruf des Goldes, der unten in Verschollenen liegt und nach, wie nennt man das, gefunden werden, nach Anerkennung, nach geschätzt werden, nach geliebt werden, nach bewundert werden, sucht und verlangt. So haben wir das nie gehört. Jedes Ding. Du denkst, der Mensch denkt, ich suche, ich verlange. Nein, du bist verlangt und gerufen. Wer hat zuerst verlangt nach dir? Der Herr hat nach dir verlangt und dich erschaffen. Und deshalb, es wird nach dir verlangt. Lass also dich von den anderen verlangt werden, aber du darfst nicht verlangt haben. Das ist so ein Geheimnis, was sich jetzt uns offenbart, in etwa Atomgröße. Jedes Ding will gefunden werden und zunutze gemacht werden. Das bedeutet, zunutze gemacht werden, also geschätzt werden. Jetzt sind die reichen Länder, die imperialen Länder auf der Jagd nach Neumetallen, Elemente, die noch nicht zur Verfügung standen. Die wollen die rausholen, deshalb beuten sie Länder aus, das und dies, wegen dieser Metalle und Elemente. Denkt ihr, der Mensch verlangt nach diesen seltenen Elementen, oder diese seltenen Elemente sagen, wir wollen auch gefunden werden, wir wollen auch bewundert werden, wir wollen auch geschätzt werden. Und die Menschen töten sich gegenseitig, weil das Verlangen dieser Elemente nach ihnen ruft. Der eine will das nicht hergeben, hat auch verstanden, dass es so etwas Wichtiges, Wertvolles da ist. Der andere will es haben. Aber es ist immer wegen der Ruf dieser Elemente. Holt mich hier raus. Egal, wer mich hier rausholt, holt mich hier raus.
Der Sieger möge ich dem Sieger gehören, der mich verdient. Der nach mir mehr verlangt hat, soll mich bekommen. Allahu Akbar. Ach, Haji Abdullah sagt, was ist in deinem Buch steht, genau das will der Herr, Allah, seine Majestät, der Herr aller Welten und Seelen, sagt genau das Gleiche. Er sagt, wer mehr nach mir verlangt, möge mir nahe kommen, möge ich ihm nahe kommen, möge ich mich öffnen, meine Schleier fallen lassen und ihm zeigen. Aber ich will sehen, wer hat mehr nach mir verlangen. Der Mensch hat nur eine erlaubte Verlangen nach dem Herrn, darf er verlangen. Alles andere hat er zu dienen, nicht verlangen. Der Mensch dient also diese seltenen Elemente. Er grabt, bekämpft den anderen und tötet den anderen und er sagt, ich mach dich da raus, damit du mir gehörst. Denkt der Mensch. Wer dient wen? Er holt den versteckten Schatz da raus und damit der Schatz sich zeigen kann. Hallo, ich bin da, sagen kann. Es gibt im Topkapi-Palast größte Diamant, unbezahlbar. Löffelmann-Diamant heißt es. Jemand, der Löffel verkauft hat auf der Straße, hat es gefunden. Die ganze Welt bewundert diesen Diamanten. Dabei lag es auf der Straße. Und der Mann dachte, das ist nur ein glitzernder Stein. Und das größte Diamant der Welt und unbezahlbar. Niemand kann sein Karat und Wert richtig einschätzen. Also er hat sich diesen Mann und die anderen den Juwelier zum Diener gemacht, damit er in der Vitrine jetzt sich schön zeigen kann. Und alle Leute kommen ihn zu besuchen und bezahlen Geld dafür, damit sie ihn zu Gesicht bekommen können. Warum erzählen wir das alles? Damit wir verstehen. Jeder Mensch hat diese Verlangen nach Anerkennung, geschätzt werden, gelobt werden, gepriesen werden, hochgehalten werden, etc. und etc. Und insgeheim im Unterbewusstsein denkt er auch, er ist der Schönste im ganzen Land. Er ist der Beste im ganzen Land. Er ist der Klügste im ganzen Land. Aber auf keinen Fall, er ist der Dümmste im ganzen Land. Wo sieht er das alles? In seinem eigenen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist nun der Schönste im ganzen Land? Natürlich, wenn er so zeigt, zeigt er im Spiegel auch so. Du, Eigenlob stinkt, sagt der Deutsche. Was hat den ersten Gefallenen in der Existenz zu seinem Fall gebracht? Genau dieser Fall. Seine Eitelkeit, dass er sich immer in seinem eigenen Spiegel angeschaut hat. Und als Allah den anderen erschaffen hat, sagte er, ich bin schöner als der. Ich Schlamm, ich Feuer. Ich bin besser als er weiß nichts. Ich weiß besser. Ich bin schöner, ich bin größer, ich bin das, ich bin dies und er ist nichts. So hat die Geschichte angefangen. Das ist die Geschichte. Die ganze Action und dann, bumm. Mit dem Fall Satans kam der Fall Adams und jetzt leben wir in Fällen der Fällen unsere Fälle. Und mögen wir ohne Unfälle das alles hinter uns gebracht haben. Und alles Kriege unter den Menschen, also Streitigkeiten, zwischenmenschliche Beziehungen von 199% und sogar noch 9 dazu, 99,9% kommt daher. Ich bin besser als du.
ich bin hübscher als du, ich weiß mehr als du, ich. Es gibt nur mich. Und niemand will von der Geschichte Satans und Adams was verstanden haben. Adam, sein Fall war die Verführung. Er wurde verführt, er ließ sich verführen von Lüge. Und Satans Fall war seine Eitelkeit und Tracht nach der Anerkennung, nach der Lobpreisung. Und als er das nicht ganz so bekommen hat, wurde er zornig, trotzig, wütig, aber nicht demütig. Wenn jemand nicht demütig sich erweist, was macht Allah mit ihm? Er demütigt ihn, oder? Das ist das zwei Demütigungen, oder? Ja? Wenn du dich selbst demütig erweist, dann bekommst du sogar eine Ehre. Aber wenn du dich stolz zeigst und groß, dann wirst du demütigt werden. Das sind zwei gleiche Worte, oder? Aber ganz unterschiedliche Richtungen. Zeig du dich lieber demütig, sodass du nicht demütigt wirst. Oder gedemütigt. Gedemütigt. Oh ja, Leute, deshalb und versucht immer bescheiden zu bleiben und genau darin, je mehr Erfolg in eurem Leben, je mehr Erfolg bei eurer Arbeit, je mehr die Leute euch loben, bleibt auf dem Boden. Schwebt nicht. Dann kommt die Schuh des Manitou. Bumm! Manitou schmeißt dir einen Schuh entgegen und du fällst. Bumm. Alle Propheten, vielleicht die 4, haben große Bücher bekommen, die heiligen Bücher. Allah sagt, David a.s. hat Zabur bekommen. Musa a.s. hat Taurat bekommen. Isa a.s. hat Injil bekommen. Und Mohammed a.s. hat das Gesamtbuch bekommen. Alles in einem, die 3 Kapitel, Koran. Erzähl mir, Abdurrazak, aus was für einer Bibliothek haben Sie das sich entgegengenommen und daraus gelesen? Gab es da eine Bibliothek? Haben Sie das genommen aus dem Regal Gottes und dann gelesen, vorgelesen und versucht zu verstehen? Oder kam das als Inspiration, als Wort Gottes in Ihre Herzen rein und das, was Sie dann ausgesprochen haben, wurde zu einem Buch. Ein Buch ist nur eine Schatulle des Wortes, damit es nicht verloren geht. Ein Safe, das nennt man Buch, wo die Worte versteckt werden, damit sie nicht verloren gehen. Brauchen wir nun diese Worte oder brauchen wir den Herrn der Worte? Oh Allah, was meinst du damit? Was willst du uns sagen? Was willst du uns berichten mit dem, was du jetzt da sagst? Kannst du uns aufklären? Und Sayyidina Mohammed hatte 23 Jahre lang die Zeit, Koran Tag und Nacht zu erklären und was falsch verstanden wurde, zu klären. Alle anderen Propheten haben die Möglichkeit und Zeit nicht gehabt. Deshalb ist alles verloren gegangen. Nur der Name ist da, aber die Wahrheit, diese Worte sind nicht mehr da. Und wenn, dann im Koran.
Das ist diese zum Verstehen und auch trotz dessen. Moses hat nicht aus dem Buch gelesen. Jesus hat nicht aus dem Buch gelesen. David hat nicht aus dem Buch gelesen. Sayyidina Muhammad hat nicht aus dem Buch gelesen. Hinein wurde es zu Buch gemacht. Wir kritisieren nicht die Bücher. Nein, wir sollten schon lesen, sollten wir schon. Aber um zu verstehen brauchen wir schon die Quelle dieser ganzen Bücher, das sprechende Buch. Und deshalb sagte Sayyidina Muhammad, alles, was ich zu euch sage, alles, was ich privat und nicht privat, alles Tag und Nacht, was ich erzähle, auch lache und so Joke mache, ist aus dem Koran, hat er gesagt. Ich bin das sprechende Koran. Und der Sheikh, ein wahrer Sheikh, ist genau das Gleiche. Er hat diese Erbe übernommen. Und er kann das alles besser erklären und in Kürze erklären. Du brauchst nicht 1000 Jahre lesen. Hör einfach sein Wort. Schenk ein Ohr, dann hast du schon alles gelernt. Wenn du Ohr schenkst und gehorcht hast. Nicht nur Ohr schenken, du musst auch danach laufen. Wenn du nicht nach dem Wort Gottes läufst und gelaufen bist, dann bist du verlaufen. Hast du dich verlaufen. Mit deinem Wissen. Und du rühmst dich. Ich habe so viele Wissen. Hat Shaitan sich gerühmt, weil er so viel Wissen hatte. Er hat sich gerühmt, weil er besser ausgesehen hat. Und er sagte, der hier, ich bin hübscher. Lass das sein, den anderen zu belehren. Lass das sein, ich bin besser zu sagen. Lass das sein, ich bin schöner zu sagen. Allah weiß, wer schöner, besser ist. Und lasst euch nicht vom Erfolg eurer Arbeit, eures Lebens täuschen und bezaubern. Und dann, dass ihr behauptet, ihr seid die Schönsten und die Besten. Lasst das, die Wirkung ist immer von Allah. Der Erfolg ist von Allah. Estağfirullah. Ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkaltu ileyhi unib. Wir haben nur eines zu verlangen, hat Allah uns erlaubt, und das nach ihm zu verlangen. Aber nach Anerkennung verlangen, das wird uns immer zum Fall bringen, zum Fallen. Das sollte jetzt gesagt werden. Und immer diese Streitigkeiten unter den Menschen, hauptsächlich unter privaten, zwischenmenschlichen Beziehungen, soziale Beziehungen, kommt daher. Halte Klappe, ich weiß, was ich tue. Halte Klappe, ich weiß besser. Halte Klappe, ich brauche deine Lehre nicht und so weiter. Lasst das sein, lasst euch belehren. Seid euch demütig, das bringt euch höher. Das Ego sagt dir, er hat dich klein gemacht. Sie hat dich klein gemacht. Lass dir das nicht gefallen. Lass dir das gefallen, damit es Allah gefallen hat. Allah mag nämlich die Bescheidenen, die Ergebenen, die keinen Krieg suchen, die nicht nach Streit suchen, die nicht nach seinem Recht behaupten und dann sich gestritten haben. Ach, wenn das nicht die Weltuntergang ist, dann beug dich. Was soll das? In dem Moment, gib ihm Recht, aber du hast deine Ruhe und alle haben ihre Ruhe. Und er soll sich dann eigentlich rühmen, dass man ihm Recht gegeben hat und sich freuen, am Ende ist diese Enttäuschung, weil es doch nicht so war. Du hast ihm das gegeben, was er wollte, nicht was du wusstest oder wolltest. Gib ihm, was er will, damit er Ruhe gibt. Gib ihr, was sie will, damit sie Ruhe gibt. Es geht doch um den Frieden, oder? Wer nach Frieden sich bemüht, er macht Allah zufrieden mit ihm. Möge Allah uns gutes Verständnis geben.
Alles Ding in der Existenz hat sogar das Recht nach Anerkennung zu verlangen, aber nicht der Mensch. Der Mensch, weil das andere hat kein Bewusstsein, aber der Mensch hat Allah ihm mit einem Bewusstsein beschenkt. Deshalb lass dich von Allah bewundern und loben. Wie am Anfang deiner Existenz. Ahsene Taqwim. Und was für ein schönes Wesen habe ich erschaffen. Der Mensch wurde von Allah persönlich gelobt, was kein anderes Ding in der Excel gelobt wurde. Allah hat nur den Menschen gepriesen, hochgepriesen und gelobt. Deshalb also eigentlich, das sollst du mir auch erklärt haben, sagte er jetzt. Damit wir verstehen, von nichts kommt nichts. Woher kommt unsere Verlangen nach Anerkennung? Weil Allah das uns gegeben hat, weil unsere Seele fühlt das, diese Déjà-vu-Zustand zurück, wo er uns erschaffen hat und gelobt und gepriesen hat. Was für ein schönes Wesen. Und das wollen wir von jedem jetzt hören, unbewusst. Ach, jetzt ist das Geheimnis raus. Und ich wollte zu früh abgeschlossen haben. Gut, dass Sie aufpassen. Daher, also sind wir jetzt unschuldig? Nein. Wir erklären nur, woher diese Sucht kommt, diese Sehnsucht nach Anerkennung und diese Verlangen kommt. Und genau das müssen wir bremsen. Bis wann? Bis wir den Zustand erreicht haben, diese Stufe erreicht haben, dass wieder Allah uns lobt. Wie am Anfang, so am Ende. Und alles andere eigentlich ist eine würdelose Anerkennung. Lass dich von Menschen loben, ja, und wenn es nicht gefällt, wenn du auf ihre Hühnerauge trittst, dann loben sie dich nicht mehr. Dann lassen sie dich schön fallen. Und was hat das für einen Wert gehabt dann? Ein König, der entthront wird, ist nicht mehr König. Das Volk lacht ihn aus, ehrt ihn nicht mehr. So schnell kann das gehen. Aber wen Allah ehrt, das ist auf ewig, geht weiter. Jetzt höre ich auch das zum ersten Mal. Deshalb sei nicht klein, denk nicht klein. Und wenn du schon denkst, wenn du wirklich aus dir was machen willst, wenn du wirklich nach Anerkennung suchst, lass dich von Allah anerkannt haben, von Engeln und Allah, dass sie dich loben, Lobpreisen. Was hat die Lobpreisung des anderen Menschen für einen Wert? Am Ende landet ihr beide im Grab und werdet zu Kadaver. Bis zum Grabe vielleicht dieser Lob und dann nichts mehr. Allah, das ist es jetzt. Sei nicht so klein, denk nicht so klein, mach dich nicht so klein. Wenn du schon aus dir etwas machen willst, das alles zu dir gehört und zu dich liebt und lobt, lass das von mir tun. Ich habe dich zuerst geliebt. Ich habe dich zuerst gelobt. Ich habe dich zuerst hochgepriesen. Finde zu dieser Stufe wieder zurück. Das ist dein Job. Verlange nach dieser, wenn du schon nach Anerkennung, verlang nach meiner Anerkennung, sagt Allah, und das ist das Geheimnis. Und wenn jemand von anderen nach Anerkennung verlangt, der wird bestraft werden. Allah, weil er kränkt dann dem Herrn. Er sagt, der weiß nicht, meine Anerkennung zu schätzen, möge er fallen. Dann sollen sie ihn anerkennen und dann wie lange das dauert. Am Ende haben sie nicht richtig zu schätzen gewusst, von wem sie wessen Wort und Anerkennung sie Wert legen sollten. Ich sage zum Beispiel, Andreas, bleib da und pass auf und kontrolliere. Und mach das so. Ich gehe, ich komme dann und er hat ganz anders gemacht. Was ist los, Andreas? Warum ist das anders gelaufen?
Ja, kam Abdul Latif dazu und er hat gesagt, mach das so. Dann habe ich gemacht, wie er das wollte. Ach, er hat mein Wort fallen lassen, damit Abdul Latif sein Wort hochgehalten werden kann. Was für eine Wertschätzung. Schau mal, was für eine Wertschätzung. Da können wir anfangen. Da können wir schon anfangen zu lernen und zu Vergleiche zu machen, wessen Wort und wessen Wertschätzung wir wertschätzen sollten, Wert legen sollten. Darum geht es. Und Allah sagt, ich habe dich für mich erschaffen, Ende aus. Und wer woanders nach anders guckt und von jemand anderen, von etwas anderes Liebe und Respekt erweisen bekommen will, der wird fallen und leiden. Das ist das Geheimnis und die Weisheit, warum wir leiden. Und alles nicht so gut leiden können.